Hallo Freunde! Ein kleines vierwöchiges Kätzchen, das mit deformierten Vorderbeinen geboren wurde, wurde in die Tierklinik von San Francisco gebracht, um einzuschlafen. Trotz ihres angeborenen Mangels war die Katze ansonsten gesund und aktiv, sie brauchte sehr viel Liebe und Pflege, die ihr die Besitzer nicht geben wollten. Das Tier wurde von einer Mitarbeiterin der Klinik bemerkt und bedauert, sie kontaktierte Tierschützer, um gemeinsam eine neue Heimat für eine ungewöhnliche Katze zu finden. Aus der Klinik wurde das Kätzchen in ein Tierheim gebracht, wo festgestellt wurde, dass das Kätzchen trotz der Probleme, das Gleichgewicht zu halten, sehr verspielt ist und sehr gut springt, was den Mangel an motorischen Fähigkeiten ausgleicht. Während die Katze im Tierheim war, wurde sie aktiv nach neuen Besitzern gesucht, indem sie Videos über die ungewöhnliche Katze abnahm und verbreitete. Joyce und ihre Familie haben eines dieser Videos gesehen. Sie kontaktierten sofort das Tierheim und teilten mit, dass sie sich um das Känguru kümmern wollten, so nannten sie das Kätzchen. Da das Mädchen noch sehr klein war und untergewichtig war, musste die Familie einige Wochen warten, bevor sie nach Hause bringen konnten. Im neuen Zuhause wartete das Känguru auf eine große Familie, die nicht nur aus Menschen bestand, sondern auch aus anderen Katzen und Hunden, mit denen sie sich sofort anfreunden konnte. Eine der Katzen hat das Baby sogar unter Aufsicht genommen und lehrt alle Weisheiten des Katzenlebens. Die Anpassungszeit am neuen Standort war von kurzer Dauer, und falsch gebogene Vorderpfoten waren kein Hindernis für aktive Spiele und eine gründliche Erforschung des neuen Hauses. Da sie ihren Freiwilligen das Leben verdankt, scheint Kanga beschlossen zu haben, einer von ihnen zu sein. Als Joyce, ein Jahr nach ihrem Umzug in ein neues Zuhause, ein paar verlassene Kätzchen von der Straße brachte, kümmerte sich das Känguru nicht darum, sich um sie zu kümmern. Jetzt werden alle neuen Babys, die ins Haus kommen, zu ihren Schützlingen und sind von der einfach fanatischen Sorge des Kängurus umgeben. Die deformierten Vorderpfoten, die das Kätzchen einschläfern lassen wollten, waren für eine heranwachsende Katze überhaupt kein Problem. Sie macht einen tollen Job mit ihren Schützlingen, bewegt sich leicht im Haus und ist insgesamt sehr aktiv und verspielt. Vor nicht allzu langer Zeit brachte Joyce ein anderes verlassenes Kätzchen ins Haus, das an der gleichen Krankheit litt wie Kunge, und es stellte sich heraus, dass die Katze auch ein großartiger Lehrer war. Dank dem Känguru passt sich das Kätzchen im neuen Zuhause schneller an und lernt auch, sich richtig zu bewegen und besser im Gleichgewicht zu bleiben, Hindernisse zu überwinden, die vor kurzem unüberwindbar schienen. Die Besitzer des Kängurus behandeln sie nicht als behindert, im Gegenteil, sie betrachten sie als eine sehr begabte Katze und betonen, dass ihre Eigenschaften keine Probleme bereiten.